Kennt ihr das auch? Boy meets Girl, große Liebe, Traumhochzeit, wenn meine Hochzeitsgeschichten mal Lust hat, Vorfreude auf die nächste Generation. Und dann knallt euch die Sims 4 seine eigene Story dazwischen, manchmal auch flankiert von berüchtigten Mods. Und nichts ist mehr wie geplant. Genauso ging es mir auch schon wieder bei der Geburt unserer Thronfolgerin Elsa von Arendelle, die auch irgendwann mal die 5. Generation der Disney Parent Challenge gestalten sollte. Was genau das für eine Challenge ist und warum es auch überhaupt kein Problem ist, auch in Part 12 noch einzusteigen, könnt ihr in der Videobeschreibung lesen. Jetzt geht's aber endlich los. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute mit mir verfolgt, wie aus Alva und Ludwig, alias Iduna und Agna von Arendelle, endlich Eltern werden und wie ich mal wieder mit einem unverhofften Plot-Twist umgehe. Viel Spaß! Wir sind nun wieder hier im Nationalpark auf der Leuchtturminsel, denn ich will mir das nicht nehmen lassen, hier noch ein richtig schönes Date zu haben. Die beiden sind jetzt verheiratet. Ich habe euch von der kleinen, aber feinen Royal Wedding auch ein paar Fotos gemacht. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so groß aufgezogen, ehrlich gesagt, weil ich jetzt ein bisschen Zeit auch sparen wollte. Und ja, Ludwig ist inzwischen befördert worden und ist jetzt Beamter, also konnte sich schon für den Politikerzweig entscheiden und ist nun hier auf Stimmfang. Und hat eine Stimme gesichert von Lien. Ich habe vergessen, wie sie mit Nachnamen heißt. Die kennt man aber auch. Hier ist sie. Lien Sadia. Oh, sie mag den Modestil Bohème nicht. Wer sieht denn so aus? Ist das ihr Kleid? Das wäre jetzt ungünstig. Ich weiß gar nicht, was ich drücke hier sonst. Ich klicke hier sonst eigentlich immer einfach Ja, weil ich so zufällige Auswahl immer ganz cool finde und wenn die Sims auch so ein bisschen Eigenleben haben. Aber irgendwie passt es auch zu ihr, dass sie keinen überladenen Look mag, weil sie ja so ein natürlicher Typ eher ist und jetzt eben hier in dieser Königsrolle. Ach ja, komm. Ja, mag sie nicht. Ich hoffe, sie hasst jetzt nicht ihr eigenes Kleid. Sieht man das irgendwo? Nee. Nö, sieht man jetzt nicht. Ja, weiß ich nicht. Wer vielleicht. Nee. Wer ist denn hier überladen? Die beiden sind hier die überladensten vom Kleidungsstil her. Oh, singt er was? Süß. Na gut. Also, ich habe mich jetzt hier nochmal auf diese Insel gewagt, denn jetzt, da die beiden verheiratet sind und Alva sowieso unbedingt gerne schwanger sein möchte, ihm ist es ziemlich egal. Übrigens, weil ich es hier gerade sehe, er ist tollpatschig. Das war tatsächlich Zufall. Er ist nicht der tollpatschige Sim, den wir später noch brauchen. Der kommt aber auch bald. Ja, genau. Da wir bald ein Kind haben möchten, dachte ich mir, wir haben hier nochmal ein Date und lassen es nochmal krachen. Und zwar plane ich nämlich, und deshalb habe ich die beiden auch nach Brindleton Bay ziehen lassen, dass wir hier diese Heimatverbundenheit herstellen bei unserer Erstgeborenen, bei unserer Elsa. Und das passiert natürlich, wenn ein Kind hier im Leuchtturm gezeugt wird und dieses dann, ja, ich weiß gar nicht, ob es hier auf die Insel kommen muss oder ob es reicht, wenn es nach Brindleton Bay kommt. Und da die Insel für mich so ein bisschen der verzauberte Wald sein soll, ich meine, das ist jetzt hier viel zu bewohnt für den verzauberten Wald natürlich, aber hier hinten ist ja doch ein bisschen privater und dann kommt hier eben dieser Tierfriedhof. Ich gucke kurz, was es hier noch gibt. Kraftkatzenminze, gut, muss ich jetzt nicht sammeln. Ja, also für mich hatte das eben auch ein bisschen was Mystisches. Daher ist das für mich jetzt hier der verzauberte Wald, den wir im zweiten Frozen-Teil kennenlernen. Und da habe ich mir jetzt irgendwie kurz bevor ich angefangen habe, für die 4. Generation zu drehen, überlegt, das wäre eigentlich noch eine ziemlich schöne Sache. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Generationsziel sein, sondern einfach so eine kleine Geschichte, die ich hier noch für mich mit einbringe. So, dann müssen wir hier aber erstmal ein bisschen noch an unserem Date arbeiten. Hände küssen. Ich weiß gar nicht, ob er noch das Ziel hat hier. Nee, er ist jetzt auf Geld aus. Er hat nicht mehr das Ziel, die perfekte Verabredung zu erstellen, zu erleben. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir flirten jetzt hier einfach mal ein bisschen, schauen zusammen in den Sternenhimmel. Oh, bei ihr kann man auch die Wahl sichern, das ist natürlich praktisch. Ja, dafür verschwende ich jetzt aber keine Zeit. Ich wollte eigentlich, was ist das? Tiefgründige Gedanken. In die Wolken schauen.
Alva hat übrigens auch schon den ersten Teil ihrer Seelenreise beendet. Das können wir jetzt hier. Sie hatte ja noch das Ziel, das wollte ich euch nämlich eigentlich zeigen. Ich will einen ganzen Tag draußen verbringen. Passt natürlich super. Sie hatte aber auch das Ziel, ich möchte den schönsten Garten haben oder den perfekten Garten haben, irgendwie sowas, was ich auch super toll fand. Aber als ich von der letzten Reise vom Gemeinschaftsgrundstück zurückkam, das sieht hier irgendwie nicht aus, wie als wären die das Königspaar. Ist ein bisschen sehr lassiv, ja? Gut. Als sie zurückkam, hat sich das Ziel erfüllt. Fand ich jetzt ein bisschen schade. Aber gut. Offenbar war das schon der perfekte Garten, das bisschen, was wir zu Hause angepflanzt haben. Und Ludwig möchte im Park joggen gehen. Das ist bisher sein einziges Bucketlist-Ziel. Ja, das hier ist klar, zählt wahrscheinlich nicht als Park, sondern als Nationalpark. Und wir haben jetzt hier auch ein bisschen was anderes zu tun. Hast du auch bekommen? Ihr wolltet eigentlich in die Sterne schauen, dachte ich. In die Sterne, in die Wolken. In die Wolken wolltet ihr doch schauen. In die Wolken schauen. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Läuft ja auch besser. Inzwischen. Na bitte. Es wird doch wohl möglich sein, dass wir diesmal eine ordentliche Verabredung hinbekommen. Und dann als Höhepunkt hier, Spoiler Alert, unsere Erbin zeugen werden. Etwas körperliche Nähe. Kein Techtelmechtel oder Rumschmusen. Okay, kriegen wir hin. Ja, er hat sich tatsächlich noch eine Geschlechtskrankheit eingefangen. Das hängt auch mit dem Relationship und Pregnancy Overhaul Mod zusammen, genauso wie dieser Wunsch nach Kindern übrigens. Auch eine Mod, ohne die ich nicht mehr spielen kann. So, das ist jetzt hier abgehakt, ihr könnt weitermachen. Techtelmechtel machen wir am Ende. Ja, ihr habt langsam Hunger, ne? Aber dafür haben wir keine Zeit. Das sind hier sowas wie unsere Flitterwochen. Ich habe das ausgesprochen und fand das selbst ein bisschen traurig. Aber was soll's. Gut, naja, dann, gehen wir doch mal nach oben. Wie wird's denn da? Ja, wahrscheinlich wird es schon fast wieder nicht mehr besser. Hm? Oder wir sparen uns das, vielleicht sparen wir uns das Techtelmechtel wirklich auf. Ich meine, hier sind noch genug andere Ziele, die wir irgendwie erreichen können. Zuwendung und körperliche Nähe. Und ehe wir jetzt da irgendwie hochgelaufen sind, ist doch das Date schon wieder vorbei. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt Techtelmechteln. Wir haben ja genug andere Ziele, die wir erfüllen können. Und da heben wir uns das doch einfach für nach dem Date auf. So, war das jetzt Zuwendung? Und körperliche Nähe, über Sternen- und Himmelsbeobachtung reden, über Techtelmechtel reden. Können wir überhaupt über Techtelmechtel reden, wenn wir jetzt nicht kürzlich mal... Oh, ich muss jetzt hier so schnell lesen. Sie muss auf Toilette. Ich möchte im Leuchtturm. Ach komm, los. Dann geht eben. Wir kriegen das eh nicht mehr hin. Hey, wollen wir nicht auf den Leuchtturm hochgehen? Haben wir ja auch noch nie gemacht. Ja, es ist aber immerhin besser als beim letzten Mal. Wir haben hier so einen komischen Bären bekommen. Naja. So, jetzt kommen wir aber mit. Was ich übrigens auch durch die RPO-Mod erfahren habe, ist, dass sie überdurchschnittlich fruchtbar sein wird, aber wohl auch ein erhöhtes Risiko für Komplikationen hat. Also hoffe ich sehr, dass, wenn wir hier jetzt schwanger werden, dabei nicht irgendwelche Komplikationen auftreten. Ich glaube, ich hatte im Spiel hier schon 3-mal Fehlgeburten. Das kam jedes Mal so überraschend und ich war so schockiert davon. Ich meine, man kann das natürlich ausschalten. Jetzt ruft die mich wieder an. Also ich weiß nicht, wie oft ich ihr jetzt hier schon 1000 Simoleons gegeben habe und ich weiß auch, dass das eine Abzocke ist, aber ich denke mir immer so, okay, vielleicht passiert am Ende doch was. Ich habe bisher erst einmal gesagt, dass ich es mir gerade nicht leisten kann. Aber ich meine, am Ende, sie kann sich das leisten und ich würde eben gerne wissen, was hier passiert. Ja, man kann das mit den Fehlgeburten oder mit den Komplikationen auch ausstellen.
Aber wie gesagt, ich mag es ja auch, wenn hier ein bisschen ungeplante Dinge passieren. Nicht nur in der Challenge, sondern allgemein beim Sims-Spielen. So. Wenn es dunkel ist, machen wir das einfach nochmal. Was soll schon passieren? Ich weiß, es könnte sein, dass man dann Mehrlinge bekommt. Aber ich glaube, das haben wir in dieser Challenge schon abgefrühstückt in der ersten Generation. Was soll passieren? Ich denke nicht, dass das nochmal passiert. Ich werde in ein paar Minuten oder wann auch immer dann das Baby zur Welt kommt, wahrscheinlich fluchen. Wann auch immer dann die Babys zur Welt kommen, wahrscheinlich fluchen, dass ich sowas gesagt habe und dass ich so nachlässig war. Hier konnte man nicht hier konnte man auf Toilette gehen. Hier ist doch so eine öffentliche Toilette. Dann kann sie doch da mal hingehen. Vielleicht finden wir auch noch irgendwie einen Stein, den sie haben kann. Und dann haben wir einfach noch ein Techtelmechtel, wenn es dunkel ist, und können dann zu Hause einen Test machen. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert hat. So, wenn ihr wieder bereit seid, machen wir das nochmal. Eine richtig schöne Aussicht haben wir hier. Richtig hübsch. Nein, ich bereue es nicht, dass ich mich gegen Windenburg entschieden habe. Ich finde es da auch mega schön. Und das einzig Traurige bei beiden Nachbarschaften ist eigentlich nur, dass man nicht im Meer schwimmen kann. Das ärgert mich so, dass es nicht mal irgendein Spielupdate gab, das das für die anderen Nachbarschaften noch ergänzt. Das wäre so cool gewesen, wenn man das auch hätte nutzen können. Oder auch, wenn man hier zum Beispiel mit seinen Hunden oder so schwimmen gehen könnte. Nun gut, ich spule etwas vor. Und dann haben wir hier noch unseren schönen Abschluss. Hoffentlich mit einem positiven Ausgang. In dieser wundervollen Landschaft. Jetzt hier im Dunkeln auch noch schöner. Und mal schauen, ob das alles klappt. Wenn wir dann mit unserer Elsa, nenne ich sie jetzt mal, hier zurück auf die Insel kommen. So, und ich schalte nun hier rein. Wie ihr sehen könnt, ist Alva hochschwanger. Tatsächlich hat das in dem Leuchtturm nach unserem Date nicht funktioniert. Ich musste nochmal zum Leuchtturm fahren und dort drin sehr oft ein Techtelmechtel haben, bis es dann endlich mal geklappt hat. Ich hoffe, es war nicht zu oft. Und jetzt hat sie sich hier nochmal selbstgemachte Schokomousse gegönnt. Gebackene Schokomousse, eine dekadente Nachspeise aus Schokolade, geschlagenen Eiern und Schlagsahne. Klingt super lecker, warum isst sie das nicht? Weil sie gerade Lust auf was Gesundes hat. Isst sie das deshalb nicht oder ist das einfach... Naja, gut. Und Ludwig legt sich nochmal hin, was an sich eine gute Sache ist. Und ja, wir lassen ihn wieder von zu Hause arbeiten, obwohl das wahrscheinlich heißt, dass er weg muss. Stimmen sichern, gut, da bin ich schon gut dabei, und leere Versprechen machen. Muss man mal gucken, ob wir jemanden finden, dem wir leere Versprechen machen können. Wie ihr seht, habe ich das Schlafzimmer ein bisschen angepasst. Hier steht schon die Wiege für unsere Erbin. Und hier habe ich auch diese Geburtskissen vom Realistic Childbirth Mod hingelegt, da ich eine Hausgeburt hier am realistischsten finde. Was ist hier los? Ja, du nimmst Urlaub. Es geht gleich los. Also nach meinen Berechnungen zumindest. Sonst, genau, hat das Trimester nämlich immer gegen 10 gewechselt. Na, und hier blinkt das jetzt schon. Ich glaube, es geht gleich los. Und du willst noch mal eine Runde in den Garten gehen. Was ich tatsächlich nachschauen wollte, Ludwig hatte vorhin die, das sieht auch blöd aus, die Anfrage, ob er sich auf ein bevorzugtes Geschlecht festlegen soll. Das ist hier bei RPO dabei. Und ich wollte mal nachgucken, wofür er sich jetzt eigentlich entschieden hat. Ich habe dann nämlich das randomisiert und er möchte eine Tochter. Na, das sollte doch klappen. Und die Wehen haben eingesetzt. Aber erinnert sich, dass ihr bevorzugten Babynamen für einen Jungen und für ein Mädchen... Ja, das habe ich nicht eingegeben, genau. Jetzt erinnert sie sich daran, was ihre bevorzugten Namen sind. Und das sind keine, weil ich die noch nicht eingegeben habe. Na gut. Du gehst jetzt hier trotzdem nochmal in deinen Garten. Genau, geht einfach weiter. Bei ihr wollte ich gucken. Da habe ich dann nämlich in dem Zuge gleich mal festgelegt, wie viele Kinder sie haben möchte, weil sie ja gern Kinder haben möchte. Und dann kann man das auswählen. 2.
Hab ich nämlich auch zufällig festlegen lassen. 2. Passt ja auch zu unserer Geschichte. Ja, jetzt fühlst du dich nämlich so unwohl, dass du gar nicht mehr im Garten arbeiten willst. Jetzt bist du total umsonst hier runtergelaufen. Na gut, ich weiß gar nicht, ob man die kann man jederzeit starten, die Hausgeburt. Oder ob wir auch noch ein bisschen rumlaufen können hier. Weil sonst kann man doch immer noch irgendwie ein bisschen spazieren gehen. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt festlegen, ob Hausgeburt oder Krankenhaus. Dann mache ich das doch jetzt hier einfach mal. Beginne mit der Hausgeburt. Bereiten Sie sich auf die Hausgeburt vor, indem Sie ein Geburtsbecken oder Geburtskissen kaufen. Habe ich gemacht. Aktivitäten wie Atemübungen, Baden oder Übungen auf dem Gymnastikball helfen, die Wehenschmerzen zu lindern und ihr von zu beschleunigen. Ja gut, das habe ich. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier spazieren gehen. Hoffentlich spazieren gehen. Ja, genau. Die Fruchtblase ist geplatzt, offenbar. Du gehst spazieren, lässt dich ein bisschen von deinem Pferd ablenken, das ich hier in Schale geworfen habe, wobei der auch mal irgendwie wieder seine Alltagskleidung anziehen kann. So. Mit seinem schönen Blumenkranz. Genau. Der wird jetzt sowieso nicht geritten. Ja, das tut weh und wir gehen spazieren und bauen sogar noch... Oh! Aber können die Venen aufhören? Beobachte die Situation weiter. Wenn ich die Venen nicht bessern kann, ein Notfall... Oh, das ist blöde, weil ich gar kein Krankenhaus mit ausgerüstetem Geburtsequipment habe. Aber gut, da gibt es ja dann, glaube ich, auch irgendeinen Cheat, den man da eingeben kann, dass man da schnell was bauen kann in dem Krankenhaus. Gut, du gehst jetzt hier erstmal spazieren, gehst vielleicht auch mal auf Toilette und wir beobachten das. Irgendwas fühlt... Oh nein, das hatte ich schon mal. Irgendwas fühlt sich komisch an. Wieso bleibt denn das jetzt hier nicht stehen? Denk so viel nach, die langsamer werden. Ach nee, komm. Bitte nicht. Und er reitet eine Runde? Ach nee, er boxt eine Runde, aber ich habe ihm so ein Reiter-Outfit vorhin verpasst. Ein alternatives. Hier, du stinkst und du bist müde. Ich würde mich lieber mal hinlegen, damit du dann auch die Kraft hast, deiner Frau irgendwie beizustehen. Wo ist denn die Dusche? Hier. Dusche, schlafen. So, und sie? War sie mal auf Toilette? Nee, hör doch auf zu spazieren. Geh doch bitte einfach mal auf Toilette. 3 Tage. Es kann sich jetzt hier nur um Stunden handeln wahrscheinlich. Boah. Ach, geht's jetzt doch? Viertelstunde. Ich guck mal, ob ich die auf die Kissen? Nee. Ich dachte, vielleicht in 9 Minuten. Es ist soweit. Alva wird Eltern. Ja, die Übersetzungen sind eben nicht immer akkurat. Aber ich bin jedem dankbar, der das übersetzt hat. Ich habe auch mal angefangen, Mods zu übersetzen und das war dann so aufwendig, dass ich mich dann doch lieber dem hier gewidmet habe, auch wenn das auch aufwendig ist. So, jetzt sollte es doch hoffentlich bald irgendwie mal losgehen. Immer noch nicht? Ja, dann ist mal noch was. Die geht's ja inzwischen wieder besser. Ich spule hier mal ein bisschen vor. Was ist mit dem Pferd rum? Die stehen ineinander. Da würde ich mich auch unwohl fühlen. Aber es scheint nur eins der beiden Pferde zu stören. Das hat keinen Spaß. So, wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Kann ich noch irgendwas anderes machen? Ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt hier noch so einen Ball kaufen. Da geht noch eine Runde spazieren. Es sind ja jetzt natürlich auch hier es ist kein medizinisches Personal da, das mir irgendwie helfen kann oder sagen kann, wie lange es noch dauert. Aber es geht eben noch nicht los. So, du hast dich gut ausgeschlafen. Du kannst doch mal dem Butler irgendwie leere Versprechungen machen derweil. Dass wir uns hier mal so ein bisschen ablenken. Ich habe hier unten gerade den Butler gesehen. Hier ist er. Der repariert irgendwas. Können wir dem leere Versprechungen machen? Können erstmal über unwohle Stimmung reden. Und dann... Nö, kann ich nicht. Aber Stimmen sichern. Könnten ja nochmal irgendwie mit dem reden. Ach, ich wollte ja mal zeigen, was ich dem für einen... Hier, das habe ich ihm eingerichtet. Ein kleines, aber feines Butlerstübchen. Hier in dieses leere Haus.
was es vorher war. Und hier war auch ein leeres Haus, sogar ohne Tür. Und da habe ich ein kleines Waschzimmer eingerichtet, damit der Butler es auch nicht weit hat hier und Wäsche waschen kann. Denn ich hatte ganz vergessen, das zu platzieren. Und die Treppe hier ist auch neu, weil die ständig Probleme hatten, raus und reinzukommen aus ihrem tollen Palast. Deswegen habe ich mich jetzt hier für diese Treppe entschieden und ich glaube und hoffe, dass die das Problem gelöst hat. So, was ist jetzt hier? Kam noch mal was? Was Schlimmes? Notkaiser... Hä? Das habe ich irgendwie verpasst. Jetzt doch Notkaiserschnitt. Was scheint es? Okay, aber das heißt, ich muss ja jetzt noch nichts machen. Das heißt, ich warte jetzt noch die 46 Minuten oder was das war. 20 Minuten. Oh, ist das aufregend. Dieses Spiel macht mich fertig. Du sollst doch nicht schlafen, du solltest mit dem Butler reden. Was macht sie? Kann sie sich auch mal ein bisschen ausruhen? Atemübungen machen geht. Siehst du, es ging doch noch was. Ohne weiteres Equipment. Okay, gut. Da kann ich das alles noch so schön vorbereiten. Wir gehen zum Krankenhaus und wir nehmen ihn natürlich mit. Ach. Ich habe nämlich gerade eben noch überlegt, ob ich irgendwie noch ein schönes Krankenhaus aus der Galerie platziere und dachte mir dann, ach nee, mach's zu Hause, ist sowieso irgendwie viel sinnvoller und stimmiger. Ach, und jetzt gibt es Komplikationen und wir müssen hier doch in dieses Krankenhaus. Oh, jetzt erwischt es mich hier wieder kalt. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal hier so ein Krankenhausbett reinsetzen, sicherheitshalber. Ja, das hätte man alles irgendwie ein bisschen schöner einrichten können und schöner haben können und das ist es jetzt nicht geworden. Aber was soll's. Ich werde auch mal sicherheitshalber hier noch so ein Baby-Inkubator platzieren. Ich hoffe, dass wir den nicht irgendwie brauchen. Damit habe ich ja jetzt auch noch nie gespielt mit Frühgeburten. Das kam bei mir auch noch nicht vor. Das ist auch relativ neu. Ich weiß nicht, ob man dann tatsächlich ja auch schon eher wählen bekommt oder ob das jetzt rauskommt. So. Okay, Notkaiserschnitt. Horrorgeschichten. Ja, gut. Geht immer noch nicht. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal irgendwie einen Arzt ansprechen. Oh, diese Spannung hier macht mich fertig. Wir fragen den mal. Okay, schauen nach dem Baby. Und frage nach der Epiduralanästhesie. Ist aber freundlich und gut drauf hier dafür, was hier das Hören bedeutet. Na gut. Geben Sie mal einen Moment. Okay. Ich glaube, ich habe das noch nie auf Deutsch gespielt. Ich habe mir erst kürzlich diese Übersetzung runtergeladen. Ich bin da immer so vorsichtig bei den Übersetzungen, weil die ja, wenn die nicht ganz aktuell sind, man dann auf einmal hier so weiße Flecken hat. Und das nervt mich dann immer mehr, als wenn ich das auf Englisch lesen muss. So, na dann hoffe ich mal, dass es jetzt beginne. Das hat wehgetan. Das hat nicht richtig geholfen. Ach, okay, Ersatz. Fragen wir den einfach nochmal. So lange wollte ich das jetzt hier gar nicht begleiten. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon wieder so lange dauert. So. Und immer noch nicht. Dann gucken wir doch hier gleich mal irgendwie, wie weit wir sind, wie lange das jetzt hier noch dauert. Die ist so müde. Schön, dass sie nebenbei noch Geld verdient, obwohl sie gar nicht wie 13. Oh, das dauert noch Stunden. Gut, dann können wir irgendwie das herbeirufen. Was kann ich machen? Schmerzmittel. Gut, ja, schlafen eine Runde. Wir machen hier auch kurz eine Pause. Es ist 22 Uhr, also irgendwie über 12 Stunden später, als ich erwartet habe. Ich hätte echt gedacht, dass es irgendwie schneller geht mit der Hausgeburt. Aber gut, dann nicht. Ich hoffe echt, wir werden den hier nicht Alleingeburt. Ach so, das geht auch. Nee, das mache ich nicht. Wenn sie schon so ein Risiko hat, wie ich schon mal erwähnt habe, und dann noch vom Tod verfolgt ist, ich riskiere hier nichts. Ich speichere auch lieber nochmal. Wo ich glaube, das bringt nicht viel, falls jetzt hier wirklich irgendwas passieren sollte. Ich habe das Gefühl, man verliert die Sims trotzdem, die aus Versehen sterben.
Na komm, reicht jetzt. Ich wollte nur sehen, wie das aussieht. Okay, kommt, küsst euch nochmal und dann geht's los. Jetzt rennt er wieder weg. Ich glaub's ja nicht. Jetzt hat sie ihn nicht geküsst. Okay, na los, komm. Wäre trotzdem toll, wenn er irgendwie mit dabei wäre. Wer ruft denn jetzt noch an? Oh, du nervst mich. Gerade geht's echt nicht. Gib mir mein Geld zurück. Der Situation. Wie viel hat sie mir jetzt gegeben? Hab's verpasst. Muss ich mir auf dem Video angucken. So, jetzt geht's los hier mit dem Notkaiserschnitt. Ist Praktikant, okay, super. Du machst ein Nickerchen, ich dachte, du bist vielleicht mal dabei. So müde bist du doch gar nicht. Los, komm her. Vielleicht ziehst du dir auch mal irgendwie was Ordentliches an, wenn dein Kind hier geboren wird. Komm schon. So, du kannst dich doch auch mal... Was? Das klang enttäuschter, als ich wollte. Es ist ein Junge. Wie kann das denn passieren? Ich habe mega viele Erdbeeren gegessen. Elsa ist ein Junge. Ich meine, ich hatte ja nicht vor, sie Elsa zu nennen. Jetzt muss ich kurz überlegen, welcher Name da auch noch ins Konzept passt. Pfui, das ändert wieder einiges. Das Spiel hat es wieder getan und meine Pläne durchkreuzt. Ich nenne ihn Oskar. Das ist doch... Ich glaub's nicht. Ja, es waren doch zu viele Techtelmächte in dem Leuchtturm. Ich hab's gewusst. Wir haben unsere Erbin und sie hat einen Bruder. Elsa hat einen Bruder, einen Zwillingsbruder. Ich habe keine Ahnung, wo der wohnen soll, denn ich möchte ja trotzdem noch später irgendwie Anna haben. Okay. Ja, ich habe mich jetzt für diesen Namen entschieden, weil der auch gleichzeitig was Royales hat, so wie auch Oskar. Ja, wenigstens sind es keine Drillinge, danke. Und hier ist ein Baby drin jetzt. Und warum blinkt das jetzt rot? Ach nee, komm, bitte nicht. Fuck, nee. Habe ich das gerade verursacht, weil ich das da platziert habe? Ich hoffe es doch nicht. Nee. Ja, das ist wie bei Eudora damals, ne? Die hat Zwillinge und die sind beide hier. Und hier liegt aber noch ein Frühchen drin. Das ist ein Anzeigefehler. Oh, ich bin schon erschrocken. Aber hier sind 2 Babys, ne? Obwohl es jetzt irgendwie wie 2 Jungs aussieht, von dem Strampler. Ja, zumindest. Aber das zweite war doch ein Mädchen. Jetzt gucke ich nochmal nach. Das sieht ein bisschen komisch aus, ja. Tochter, doch, das ist ein Mädchen. Die hat einen seltsamen Strampler an. Am besten ändern wir den zu Hause gleich mal, damit das hier nicht so komisch überlagert ist. Was ist jetzt mit dem Baby hier? Können wir mit dem irgendwie interagieren? Okay. Wir gehen jetzt nach Hause. Oh, und? Alva hat ihre gewünschte Anzahl von Kindern erreicht. Ihre Präferenz bezüglich des Kinderkriegs wurde geändert und will keine Kinder, hat schon genug Kinder. Ich habe ja eingestellt, dass sich das mit der Zeit ändert bei ihr. Ich hoffe, dass sich das dann trotzdem ändert. Ansonsten müssen wir das dann nochmal umstellen, weil wie gesagt, das hindert mich jetzt nicht daran, dass ich dann gerne noch eine kleine Anna hätte. Und sie hat eine neue Erfahrung gemacht, die sie jetzt besonders schätzt, da sie vom Tod verfolgt ist. Was mit ihm? Kannst du bitte nach Hause gehen, dass wir unser Leben zu 4, beziehungsweise zu 6 mit den Pferden beginnen können? Ja, ich meine, das sollte ja eine Familie mit 2 Kindern werden, aber ich hatte nicht erneut mit Zwillingen gerechnet. Ja, ich habe es vorhin noch gesagt, ne? Ich habe es gesagt, ich sollte es nicht übertreiben und jetzt habe ich es übertrieben und jetzt ist das passiert und wir haben einen Bruder. Aber ich finde das schön, die Challenge ist sowieso viel zu mädchenlastig und irgendwie ist das toll. Ich muss nur überlegen, wo er dann wohnt, in welchem Zimmer, denn das Zimmer soll ja für Anna sein. Aber ich werde mir was ausdenken und euch auf dem Laufenden halten, was denn jetzt mit Oskar Larsen passiert. Und jetzt trägt Victoria auch ihren richtigen Strampler und es ist nichts mehr von wegen Frühchen oder so. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch zur Thronfolgerin und
zum Thronfolger. Ja, das war echt schon wieder aufregender als geplant. Im nächsten Part steigen wir dann 3 Jahre später ein und werden mal sehen, ob Alva, Ludwig und schlussendlich auch ich uns nach dem ganzen Zwillingsstress tatsächlich noch für ein drittes Kind entscheiden. Und wir werden gemeinsam zum Leuchtturm reisen und herausfinden, ob das Heimatgefühl bei Victoria und Oscar wirklich kickt. Hattet ihr schon mal ein Baby mit Leuchtturmmerkmal? Und wie verhaltet ihr euch, wenn in einer Challenge mehr Kinder als geplant zur Welt kommen? Schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.